Lektion 1: Immer für Sie da. Morgen, Anna, das wollte ich dir auch sagen. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie noch etwas benötigen. Hi John, das ist wirklich nett von dir. Ich schätze es. Natürlich. Es ist wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen. Was hast du im Kopf? Ich habe über einige Ressourcen zum Sprachenlernen nachgedacht. Tolle Idee. Es gibt viele Online-Kurse und Apps. Ich habe von einigen guten gehört. Haben Sie Favoriten? Ich mag Duolingo und Babbel. Sie machen das Lernen unterhaltsam und interaktiv. Das hört sich hilfreich an. Ich werde sie mir auf jeden Fall ansehen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Empfehlungen oder Tipps benötigen. Lektion 2: Revolution des mobilen Bezahlens. Hallo Anna, hast du versucht, beliebte mobile Zahlungs-Apps wie Apple Pay und Google Pay zu verwenden? Hallo John, ja. Sie machen Transaktionen so viel einfacher und schneller. Ich stimme zu. Es ist so praktisch, einfach auf Ihr Telefon zu tippen, anstatt Bargeld bei sich zu haben. Pfiff. Außerdem bieten sie oft Belohnungen für ihre Nutzung an, was ein schöner Vorteil ist. Genau. Hatten Sie jemals Probleme bei der Verwendung? Ein paar Mal ja. Manchmal erkennt die App die Zahlungsmethode nicht. Das kann frustrierend sein. Haben Sie dafür Lösungen gefunden? Normalerweise starte ich einfach die App neu oder überprüfe meine Internetverbindung. Gute Tipps. Außerdem halte ich meine Apps auf dem neuesten Stand, um Störungen zu vermeiden. Das ist klug. Bleiben Sie auf dem Laufenden und tragen Sie dazu bei, reibungslose Transaktionen sicherzustellen. Definitiv. Es ist faszinierend, wie diese Apps die Art und Weise verändern, wie wir mit Geld umgehen. Lektion 3: Rabatte und Angebote. Hallo Anna, gibt es Rabatte, wenn ich in großen Mengen kaufe? Hallo John, viele Geschäfte bieten Rabatte für größere Einkäufe an. Das ist toll zu wissen. Haben Sie bestimmte Geschäfte im Sinn? Ich habe gute Angebote bei variose Clubs wie Costco oder Sam's Club gesehen. Diese Orte sind perfekt, um Vorräte anzulegen. Welche Artikel kaufen Sie dort normalerweise ein? Normalerweise kaufe ich Snacks, Toilettenartikel und Haushaltsartikel in großen Mengen. Kluge Wahl. Das spart auf lange Sicht Geld. Haben Sie weitere Rabatte gefunden? Tja, auf einigen Websites gibt es Gutscheincodes für zusätzliche Einsparungen. Das ist großartig. Ich liebe es, Möglichkeiten zu finden, beim Einkaufen Geld zu sparen. Lektion 4: Wunder, die man unbedingt besuchen muss. Hallo Anna, warst du schon einmal in Machu Picchu, den antiken Ruinen? Hallo John, noch nicht. Aber es steht definitiv auf meiner Wunschliste. Es ist ein Muss. Die Geschichte und die Landschaft sind absolut atemberaubend. Ich kann es mir vorstellen. Was war Ihr Lieblingsteil des Erlebnisses? Die Wanderung zum Sonnentor war unglaublich. Die Aussicht war atemberaubend. Pfiff, ich würde diese Ansicht gerne sehen. Hast du viele Bilder gemacht? Ja, jede Menge. Die Architektur und Landschaft sind zu Fotogen. Die Wette. Es ist immer schön, auf Reisen Erinnerungen festzuhalten. Absolut. Ich denke, jeder Reisende sollte Machu Picchu mindestens einmal erleben. Lektion 5: Pflanzenälterschaft. Hi Anna, das ist eine tolle Wahl. Hast du schon Pflanzen gekauft? Hallo John, noch nicht. Ich recherchiere immer noch, welche Pflanzen ich kaufen soll. Das ist klug.
Welche Art von Pflanzen erwägen Sie? Ich denke an Sukkulenten oder vielleicht ein paar Kräuter zum Kochen. Beides sind ausgezeichnete Optionen. Sukkulenten sind pflegeleicht. Ja, und Kräuter wären so frisch für meine Gerichte. Haben Sie darüber nachgedacht, wie man sie pflegt? Ja, ich habe online einige großartige Ressourcen zu Ihren Bedürfnissen gefunden. Das ist fantastisch. Es hört sich so an, als wären Sie auf dem richtigen Weg, Pflanzeneltern zu werden. Lektion 6: Entdeckungen im Schuhgeschäft. Hi Anna, hast du schon das neue Schuhgeschäft in der Innenstadt ausprobiert? Hallo John, nein, das habe ich nicht. Lohnt es sich, einen Blick darauf zu werfen? Absolut. Sie haben eine große Auswahl und einige trendige Stile. Das klingt vielversprechend. Welche Marken führen Sie? Sie haben beliebte Marken wie Nike, Adidas und auch einige lokale Designer. Pfiff. Ich liebe es, lokale Unternehmen zu unterstützen. Haben Sie etwas gefunden, das Ihnen gefallen hat? Ja, ich habe ein paar sportliche Turnschuhe anprobiert. Sie waren super bequem. Komfort ist der Schlüssel. Gibt es verschiedene Größen? Ja, das tun sie. Mir ist aufgefallen, dass sie auch auf unterschiedliche Fußformen abgestimmt sind. Lektion 7: Geheimnisvolle Bilder. Hi Anna, ich habe immer noch das Bild von unserer letzten Reise, obwohl ich nicht sicher bin, wo es ist. Hallo John, wirklich. Wie sieht es aus? Es ist etwas verschwommen, aber ich glaube, es wurde in der Nähe dieses Wasserfalls aufgenommen. Ah, ich erinnere mich an diese Stelle. Wir haben dort so viele Fotos gemacht. Genau, aber dieser hier scheint etwas Interessantes im Hintergrund zu haben. Vielleicht ist es eine versteckte Felsformation oder ein Blick auf die Tierwelt. Das könnte es sein. Ich liebe es, wie Fotos Erinnerungen und Neugier wecken können. Ja, es macht Spaß, zurückzublicken und zu versuchen, die Geschichte dahinter zusammenzusetzen. Definitiv. Ich sollte versuchen, das Foto zu verbessern und zu sehen, ob ich es klarer machen kann. Lektion 8: Wasserabenteuer. Hallo Anna, ich habe kürzlich ein Aquarium besucht und dort gab es eine Abteilung für Fische. Hallo John, das hört sich lustig an. Was hatten Sie da? Es gab Fische in großen Becken und auch kleine, alles wunderschön ausgestellt. Puff. Haben Sie einzigartige Arten gesehen? Ja, sie hatten Quallen, die im Dunkeln leuchteten. Es war faszinierend. Das klingt unglaublich. Ich liebe es, wie Aquarien uns etwas über das Leben im Meer vermitteln. Genau. Es gab auch interaktive Ausstellungen, bei denen man einige Kreaturen berühren konnte. Das ist eine großartige Möglichkeit, Besucher einzubeziehen. Hast du es versucht? Das habe ich. Es war aufregend, einen Seestern zu berühren und etwas darüber zu erfahren. Lektion 9: Kulturerbe. Hallo Anna, wusstest du, dass bestimmte Traditionen auf Prince Edward Island sehr verbreitet sind? Hallo John, wirklich. Von welchen Traditionen sprechen wir? Viele der Menschen dort sind schottischer Abstammung, was ihre Kultur beeinflusst. Das ist faszinierend. Gibt es einzigartige Feste oder Feiern? Ja, sie feiern Festivals, die schottische Musik und Tanz in den Mittelpunkt stellen. Das würde ich gerne erleben. Musik bringt Menschen wirklich zusammen. Das tut es. Sie haben auch traditionelle Speisen, die ihr Erbe widerspiegeln. Das hört sich köstlich an.
Auf Reisen probiere ich gerne verschiedene Küchen aus. Ich auch. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, sich mit der Kultur eines Ortes zu verbinden. Lektion 10. Die Geheimnisse der Gesellschaft. Hallo Anna, ich habe immer gedacht, dass die Gesellschaft ein sehr mysteriöses Wesen ist. Hallo John, das ist eine interessante Perspektive. Was meinst du damit? Nun, es scheint sich ständig weiterzuentwickeln und es ist schwer, sein Verhalten vorherzusagen. Sylvuf. Die Handlungen von Menschen können überraschend und unvorhersehbar sein. Genau. Ich habe mich immer gegen die Idee gewehrt, dass wir es vollständig verstehen können. Das stimmt. Es gibt so viele Faktoren, die jeden Tag Einfluss auf die Gesellschaft haben. Ja, es ist faszinierend, soziale Dynamiken und kulturelle Veränderungen zu studieren. Ich stimme zu. Es hilft uns, uns selbst innerhalb der Gemeinschaft besser zu verstehen. Definitiv. Die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft kann zu neuen Erkenntnissen führen. Lektion 11. Hochschulzugangsvoraussetzungen. Hallo Anna, wusstest du, dass man für den Zugang zur Universität normalerweise einen Sekundarschulabschluss mit einem B-Durchschnitt benötigt? Hallo John, ja, das scheint eine häufige Anforderung zu sein. Warum glauben Sie, dass Sie diesen Standard setzen? Es trägt dazu bei, dass die Studierenden auf die bevorstehenden akademischen Herausforderungen vorbereitet sind. Das macht Sinn. Halten Sie es für fair, solch eine spezifische Anforderung zu haben? Ich halte es für wichtig, aber es sollten auch andere Faktoren wie außerschulische Aktivitäten berücksichtigt werden. Tiluf. Manchmal zeichnen sich Studierende auch in Bereichen außerhalb der akademischen Welt aus. Genau. Eine umfassende Bewerbung kann das Potenzial eines Studenten zeigen. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, sich weiterzubilden? Ja, ich habe darüber nachgedacht. Ich denke, es eröffnet viele Möglichkeiten für persönliches und berufliches Wachstum. Lektion 12. Geistesaufruhr. Hallo Anna, hattest du jemals das Gefühl, dass dein Geist wegen etwas in Aufruhr war? Hallo John, ja, es kann überwältigend sein. Was verursacht das normalerweise bei Ihnen? Ich glaube, das liegt daran, dass ich zu viele Entscheidungen treffen muss. Es ist schwer, sich zu konzentrieren. Ich verstehe. Manchmal muss ich einfach einen Schritt zurücktreten und durchatmen. Das hilft. Ich versuche, meine Gedanken aufzuschreiben, um sie besser zu ordnen. Folge dir. Journaling kann wirklich den Kopf frei bekommen. Hast du es versucht? Das habe ich und es ist erstaunlich, wie viel Klarheit es bringen kann. Ich sollte anfangen. Finden Sie, dass es auch Ihrer Kreativität hilft? Definitiv. Wenn mein Geist klar ist, kann ich mir leicht neue Ideen vorstellen. Das ist inspirierend. Vielleicht fange ich gleich mit dem Journaling an. Du solltest. Es könnte zu einigen interessanten Entdeckungen über sie selbst führen. Lektion 13. Reisemöglichkeiten. Morgen, Anna. Wenn Sie irgendwohin reisen könnten, wohin würden Sie gehen? Hi John, ich würde gerne Japan besuchen. Die Kultur scheint faszinierend. Das klingt unglaublich. Aber wäre es nicht mitgliedfreundlicher, irgendwo näher hinzugehen? Sie haben recht. Manchmal können Ausflüge in die Umgebung genauso angenehm sein. Genau. Ich habe in letzter Zeit nahegelegene Städte erkundet. Was ist mit dir? Ich habe darüber nachgedacht, den nahegelegenen Nationalpark zu besuchen. Es ist wunderschön. Tolle Wahl. Die Natur kann so erfrischend sein. Wandern Sie gerne? Perf, es ist eine wunderbare Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden. Was ist mit dir?
Mir macht es auch Spaß. Die Aussicht von oben ist immer die Mühe wert. Das sind sie wirklich. Außerdem ist es ein gutes Training. Hast du einen Lieblingsweg? Ich liebe den, der zum Wasserfall führt. Es ist atemberaubend. Lektion 14, Wohnungssuche. Hallo Anna, hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie deine ideale Wohnung aussehen würde? Hallo John, auf jeden Fall. Ich würde mir eine geräumige Zweizimmerwohnung mit einer schönen Küche wünschen. Das klingt perfekt. Eine große Küche ist zum Kochen und Unterhalten unerlässlich. Ja, außerdem wäre es toll, ein Zimmer für Gäste oder ein Büro zu haben. Reicht's? Bevorzugen Sie einen modernen Stil oder etwas Traditionelleres für die Wohnung? Ich denke, ich würde zu einer modernen Einrichtung mit viel natürlichem Licht tendieren. Hilfe. Ich mag auch moderne, besonders offene Räume, die luftig wirken. Perf- Und das Hinzufügen einiger Pflanzen kann den Ort wirklich verschönern. Gute Idee. Haben Sie schon mit der Wohnungssuche begonnen? Ich habe einige online durchstöbert, aber keines persönlich besucht. Der Besuch ist das A und O. Sie können ein echtes Gefühl für den Raum bekommen. Perf- Ich sollte dieses Wochenende einige Touren planen. Möchten Sie mitmachen? Ich würde gerne. Es macht immer mehr Spaß, gemeinsam etwas zu erkunden. Lektion 15. Achtsamkeit ist wichtig. Morgen, Anna. Ich habe in letzter Zeit darüber nachgedacht, wie ich mit Stress umgehen kann. Hi John, ich verstehe vollkommen. Ich meditiere auch gerne und über Achtsamkeit, um Stress abzubauen. Das ist ein toller Ansatz. Wie oft meditierst du? Ich versuche jeden Tag zu meditieren, auch wenn es nur 10 Minuten sind. Was ist mit dir? Ich bin noch nicht konstant, aber ich möchte anfangen. Habt ihr Tipps für Anfänger? Definitiv. Beginnen Sie mit kurzen Sitzungen und konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung. Das klingt überschaubar. Benutzt du Apps für geführte Meditation? Tja, es gibt einige fantastische Apps, die verschiedene Arten der Meditation anbieten. Ich werde sie mir ansehen. Sind Ihnen seit Ihrem Start Veränderungen aufgefallen? Tja, ich fühle mich den ganzen Tag über ruhiger und konzentrierter. Das ist inspirierend. Das würde ich gerne erleben. Vielleicht versuche ich es heute. Lektion 16. Hummes wird Home. Hi Anna, ich freue mich so sehr darauf, unser neues Zuhause zu dekorieren. Hallo John, ich auch. Wo sollen wir mit der Dekoration beginnen? Ich denke, wir sollten mit dem Wohnzimmer beginnen. Es ist das Herzstück des Hauses. Tolle Idee. Welches Thema haben Sie für das Wohnzimmer im Sinn? Ich denke an ein gemütliches, warmes Thema mit sanften Farben und vielen Kissen. Das klingt einladend. Ich liebe es, persönliche Akzente wie Fotos und Kunst hinzuzufügen. Ja, wir könnten eine Galeriewand mit unseren Lieblingsbildern erstellen. Ich liebe diese Idee. Wie wäre es mit Pflanzen, die etwas Grün hinzufügen? Absolut. Pflanzen können einen Raum wirklich beleben. Haben Sie Favoriten? Ich liebe Sukkulenten. Sie sind wartungsarm und sehen süß aus. Tolle Wahl. Lassen Sie uns eine Liste mit allem erstellen, was wir für den Anfang benötigen. Lektion 17. Pelzige Freunde. Hi Anna, wusstest du, dass es ein paar streunende Katzen gibt, die sich in der Wohnung meines Nachbarn aufhalten? Hallo John, wirklich. Was unternimmt Ihr Nachbar dagegen? Er lässt sie bleiben, weil sie die Mäuse fernhalten.
Es ist ziemlich clever. Das ist eine Win-Win-Situation. Finden Sie, dass die Katzen freundlich sind? Manche sind es, andere sind etwas schüchtern. Sie sind eher so etwas wie Wächter des Hofes. Das ist interessant. Ich habe gehört, dass Katzen sich hervorragend zur Schädlingsbekämpfung eignen. Absolut. Außerdem verleihen sie der Nachbarschaft ein wenig Charme. Definitiv. Glaubst du, dein Nachbar füttert sie? Ich vermute, dass er das tut, besonders bei kaltem Wetter. Es ist irgendwie süß. Es streunende Tiere können einen Ort wirklich lebendig machen. Wahr. Ich denke, es zeigt Freundlichkeit, sie bleiben zu lassen. Magst du Katzen? Ich liebe sie. Sie sind so unabhängig und doch liebevoll. Genau. Ich genieße es, ihnen beim Spielen im Garten zuzusehen. Lektion 18. Schutteservice. Morgen, Anna. Haben Sie schon einmal einen Shuttle-Service zum Flughafen genutzt? Hi John, ja, das habe ich. Normalerweise ist es praktisch. Planen Sie eine Reise. Ich bin. Aber ich frage mich, gibt es Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl der Passagiere, die der Shuttle aufnehmen kann? Gute Frage. Die meisten Shuttles haben eine festgelegte Kapazität, insbesondere zu Stoßzeiten. Das macht Sinn. Es ist wichtig, einen Platz im Voraus zu reservieren, oder? Düsseldorf. Besonders in den Ferien kann es hier voll werden. Wie früh sollten wir Ihrer Meinung nach ankommen, bevor unser Shuttle abfährt? Ich würde aus Sicherheitsgründen mindestens 15 bis 30 Minuten früher empfehlen. Das ist eine gute Idee. Bevorzugen Sie Shuttle-Services gegenüber Taxis? Ja, normalerweise. Sie sind oft günstiger, insbesondere für Gruppen. Ich stimme zu. Außerdem ist es schön, die Fahrt zu teilen und neue Leute kennenzulernen. Lektion 19. Traumziel. Hi Anna, hast du schon von der wunderschönen europäischen Stadt Prag gehört? Hallo John. Oh, ich wollte schon immer einmal Prag besuchen. Was gefällt dir daran? Die Architektur ist atemberaubend. Die alten Gebäude haben so viel Geschichte. Das liebe ich auch. Die Karlsbrücke sieht malerisch aus, nicht wahr? Ja, und die Aussicht vom Schloss ist atemberaubend. Hast du Bilder gesehen? Ich habe. Die Stadt sieht aus wie ein Märchen. Ich kann mir vorstellen, durch die Straßen zu gehen. Es wäre toll, die örtlichen Cafés zu erkunden und traditionelles Essen zu probieren. Ruf. Ich würde gerne authentisches tschechisches Gulasch probieren. Das hört sich köstlich an. Was möchten Sie sonst noch sehen, wenn Sie dort sind? Ich möchte die astronomische Uhr besichtigen. Es scheint so faszinierend. Das ist es wirklich. Prag steckt voller Überraschungen. Wir sollten eine gemeinsame Reise planen. Lektion 20. Balance finden. Hi Anna, wie schaffst du es, dir Zeit für Hobbys oder geselliges Beisammensein zu nehmen? Hallo John, es kann eine Herausforderung sein. Ich versuche, meine Woche im Voraus zu planen. Das ist klug. Ich habe versucht, wöchentliche Treffen mit Freunden zu planen. Das hört sich lustig an. Welche Aktivitäten haben Sie im Sinn? Ich dachte an Spieleabende und vielleicht auch an ein paar Outdoor-Aktivitäten. Outdoor-Aktivitäten klingen erfrischend. Hast du einen Lieblingsport? Ich genieße das Wandern. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen und sich mit der Natur zu verbinden. Wandern ist großartig. Ich liebe es, wie es meinen Kopf frei macht. Gehst du alleine oder mit Freunden?
Normalerweise lade ich Freunde ein, aber manchmal genieße ich so Wanderungen, um Ruhe zu finden. Das macht Sinn. Es ist schön, dieses Gleichgewicht zu haben. Wie oft gehst du? Ich versuche, mindestens zweimal im Monat hinzugehen. Was ist mit dir? Ich strebe einmal pro Woche an. Es gibt mir Energie für die kommende Woche. Das ist eine tolle Routine. Ich sollte versuchen, konsequenter zu sein wie Sie. Lektion 21. Offenes Gespräch. Morgen, Anna. Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese gerne an mich wenden. Hi John, das weiß ich zu schätzen. Ich war neugierig auf Ihr neues Projekt. Sicher. Ich arbeite an einem Gemeinschaftsgarten. Es ist aufregend. Das klingt wunderbar. Was ist das Ziel des Gartens? Wir wollen Nachhaltigkeit fördern und Menschen zusammenbringen. Ich liebe diese Idee. Wie können sich Menschen einbringen? Wir organisieren freiwilligen Tage und Workshops zum Thema Gartenarbeit. Das ist eine großartige Möglichkeit, andere aufzuklären. Ich würde gerne helfen. Eindrucksvoll. Ich werde Ihnen die Termine mitteilen, sobald wir sie festgelegt haben. Perfekt. Ich freue mich darauf. Gartenarbeit kann so lohnend sein. Absolut. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Natur zu genießen und neue Leute kennenzulernen. Lektion 22. Gesunde Gewohnheiten. Hallo Anna. Ich habe versucht, regelmäßig Sport zu treiben. Und du? Hallo John, das ist toll zu hören. Ich konzentriere mich in letzter Zeit auch auf meine Fitness. Welche Art von Übungen machen dir Spaß? Ich liebe Joggen und Yoga. Sie halten mich fit und entspannt. Das sind ausgezeichnete Entscheidungen. Ich habe auch versucht, Krafttraining einzubauen. Das ist wichtig. Es hilft beim Muskelaufbau und kurbelt den Stoffwechsel an. Ja. Haben Sie Veränderungen bemerkt, seit Sie mit Ihrer Routine begonnen haben? Definitiv. Ich fühle mich energiegeladener und meine Stimmung hat sich verbessert. Das ist inspirierend. Ich könnte etwas Motivation gebrauchen. Irgendwelche Tipps? Kleine Ziele können helfen. Feiern Sie jeden Erfolg, egal wie klein er ist. Toller Rat. Ich werde anfangen, mir einige erreichbare Ziele zu setzen. Lektion 23. Bewerbungen. Hallo Anna. Ich habe in letzter Zeit meinen Lebenslauf aktualisiert. Habt ihr irgendwelche Tipps? Hallo John. Ja, stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Lebenslauf und Ihr Anschreiben auf jede Bewerbung abstimmen. Das ist ein guter Punkt. Wie passen Sie Ihre normalerweise an? Ich konzentriere mich auf die spezifischen Fähigkeiten und Erfahrungen, die zur Stellenbeschreibung passen. Schlau. Halten Sie die Einbeziehung von Schlüsselwörtern aus der Stellenanzeige für hilfreich? Ruf. Es zeigt dem Arbeitgeber, dass Sie seine Bedürfnisse verstehen. Ich habe auch gehört, dass Formatierung wichtig ist. Haben Sie einen bevorzugten Stil? Ich mag ein klares, professionelles Layout, das leicht zu lesen ist. Aufzählungslisten funktionieren gut. Tolle Idee. Wie lang sollte mein Lebenslauf sein? Idealerweise eine Seite für weniger Erfahrung, aber 2 Seiten sind in Ordnung, wenn Sie mehr zu präsentieren haben. Das macht Sinn. Sollte ich Referenzen in meinen Lebenslauf aufnehmen? Geben Sie am besten Referenzen auf Anfrage an, anstatt sie direkt aufzulisten. Habe es. Danke für die Anleitung, Anna. Ich fühle mich jetzt selbstbewusster. Lektion 24. Globale Probleme. Morgen, Anna. Wussten Sie, dass in einigen Teilen der Welt Menschen ohne Strafanzeige festgenommen und für längere Zeit inhaftiert werden können?
Hi John, ja, das ist ein ernstes Problem. Es ist schockierend, wie manche Regierungen vorgehen. Das ist es wirklich. Was sind Ihrer Meinung nach die Ursachen für solche Praktiken? Ich glaube, dass dies häufig auf mangelnde Achtung der Menschenrechte und Freiheiten zurückzuführen ist. Das stimmt. Es ist alarmierend, wie politische Situationen das Leben der Menschen beeinflussen können. Definitiv. Viele unschuldige Menschen leiden unter strengen Gesetzen und Richtlinien. Haben Sie von konkreten Fällen gelesen, die Ihnen besonders aufgefallen sind? Ja, ich habe von Aktivisten gelesen, die nur deshalb festgenommen wurden, weil sie sich gegen die Regierung ausgesprochen hatten. Das ist unglaublich unfair. Dadurch schätze ich unsere Freiheiten noch mehr. Ebenfalls, es ist wichtig, das Bewusstsein zu schärfen und die Betroffenen zu unterstützen. Absolut. Wir sollten uns stets weltweit für Gerechtigkeit und Menschenrechte einsetzen. Lektion 25 Farbauswahl. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, mein Zimmer zu streichen. Habt ihr Farbvorschläge? Hallo John. Sie können sich für verschiedene Farbtöne wie dunkel oder hellblau entscheiden. Ich liebe Blau. Wie wäre Ihrer Meinung nach die Stimmung mit diesen Farben? Dunkelblau kann eine ruhige und gemütliche Atmosphäre schaffen, während hellblau erfrischend und offen wirkt. Das ist ein toller Unterschied. Welches bevorzugen Sie für ein Schlafzimmer? Für eine entspannte Atmosphäre würde ich zu hellblau tendieren. Es fühlt sich ruhig an. Ich stimme zu. Glauben Sie, dass das Hinzufügen einer Akzentwand funktionieren würde? Ja, eine Akzentwand kann Charakter verleihen. Vielleicht ein dunklerer Farbton als Kontrast. Das hört sich gut an. Als Ausgleich könnte ich auch ein paar weiße Möbel hineinwerfen. Perfekte Wahl. Weiß passt gut zu Blau und hält den Raum auf. Ich freue mich darauf, loszulegen. Danke für deinen Rat, Anna. Lektion 26 Gedanken zum Alter. Hi Anna, machst du dir Sorgen, älter zu werden? Hallo John, ja, ich habe Angst zu altern und meine Energie zu verlieren. Das verstehe ich. Manchmal denke ich darüber nach, wie ich jung bleiben könnte. Ja, ich mache mir Sorgen, ob ich mit zunehmendem Alter mit all meinen Aktivitäten Schritt halten kann. Haben Sie darüber nachgedacht, wie Sie Ihre Energie aufrechterhalten können? Ich habe gehört, dass regelmäßige Bewegung und eine gesunde Ernährung helfen können. Das stimmt. Aktiv zu bleiben macht wirklich einen Unterschied. Welche Übungen eignen sich Ihrer Meinung nach am besten, um fit zu bleiben? Ich denke, dass eine Mischung aus Cardio und Krafttraining effektiv ist. Hört sich gut an. Ich sollte anfangen, mehr Krafttraining zu integrieren. Definitiv. Darüber hinaus können auch Beweglichkeitsübungen wie Yoga hilfreich sein. Ja, es ist wichtig, unseren Körper auch im Alter flexibel zu halten. Ich denke, dass es auch wichtig ist, eine positive Einstellung zum Alter zu haben. Lektion 27 Gelber Sinnwunder. Hi Anna, hast du eine Lieblingsbrieftasche? Hallo John, ich habe tatsächlich verschiedene Geldbörsen. Es macht Spaß, sie zu wechseln. Das hört sich großartig an. Ich denke darüber nach, mir aus Bequemlichkeitsgründen ein kleines Portemonnaie zuzulegen. Kleine Geldbörsen sind perfekt für Minimalismus. Möchten Sie eines nur für Karten? Ja, ich möchte etwas Kompaktes, das leicht in meine Tasche passt. Ich verstehe. Haben Sie sich bestimmte Stile angesehen? Ich habe einige elegante Lederoptionen gesehen, die gut aussehen. Leder ist zeitlos. Es verleiht auch einen Hauch von Eleganz.
Genau. Bevorzugen Sie Geldbörsen aus Leder oder Stoff? Für Freizeitausflüge bevorzuge ich Stoff, für formelle Anlässe jedoch Leder. Gute Idee. Vielseitigkeit ist der Schlüssel. Haben Sie eine Lieblingsfarbe für Geldbörsen? Ich mag klassische Farben wie Schwarz oder Braun. Sie passen zu allem. Wahr. Ich könnte mich für ein dunkles Blau entscheiden. Es ist einzigartig, aber subtil. Lektion 28. Nachrichten im Wandel. Morgen, Anna. Haben Sie über die Zukunft der Zeitungen nachgedacht? Hallo John. Ja, ich frage mich, ob elektronische Zeitungen die Papierzeitungen ersetzen werden. Das ist ein interessantes Thema. Ich glaube, dass digitale Zeitungen immer beliebter werden. Sylov. Sie sind praktisch und überall zugänglich. Wahr. Außerdem können sie sofort aktualisiert werden, was ein großer Vorteil ist. Ja, aber glauben Sie, dass die Leute die Haptik von Papier vermissen werden? Ich glaube, einige werden es tun. Es ist etwas Besonderes, eine physische Zeitung in der Hand zu halten. Ich stimme zu. Das Erlebnis ist anders, aber die Bequemlichkeit gewinnt oft. Rechts. Lesen Sie persönlich Nachrichten lieber online oder auf Papier? Für die täglichen Nachrichten bevorzuge ich das Internet, aber ich genieße die Sonntagszeitung mit Kaffee. Das hört sich herrlich an. Es ist ein schönes Ritual. Vielleicht können beide nebeneinander existieren. Das ist möglich. Manche Menschen schätzen beide Formate aus unterschiedlichen Gründen. Es wird interessant sein zu sehen, wie es sich im Laufe der Jahre entwickelt. Lektion 29. Wohnzimmeraufteilung. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, die Ecke des Wohnzimmers neu zu gestalten. Hallo John. Das hört sich gut an. Welche Veränderungen schwebt Ihnen vor? Ich möchte dort eine gemütliche Leseecke schaffen. Fügen Sie vielleicht einen Stuhl und ein paar Regale hinzu. Eine Lesecke wäre perfekt. Aber wie erklären wir den Zweck jedes Artikels? Gute Frage. Wir könnten die Regale mit Kategorien wie Belletristik und Sachliteratur beschriften. Das ist eine kreative Idee. Dadurch wird es auch einfacher, Bücher zu finden. Genau. Ich habe auch darüber nachgedacht, ein paar Pflanzen für eine frische Note hinzuzufügen. Pflanzen würden dem Raum Leben verleihen. Welche ziehen Sie in Betracht? Ich denke an Sukkulenten. Sie sind wartungsarm und sehen toll aus. Tolle Wahl. Es gibt sie auch in verschiedenen Formen und Farben. Wahr. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie alles zusammenpasst. Lektion 30. Schallpegel. Morgen, Anna. Was halten Sie von der Musiklautstärke hier? Hallo John. Wir verstehen. Für meinen Geschmack ist es im Moment etwas laut. Ich stimme zu. Lassen Sie mich prüfen, ob wir leisere Optionen haben. Das wäre hilfreich. Manchmal schafft leisere Musik eine bessere Atmosphäre. Genau. Haben Sie ein Lieblingsgenre, wenn Sie es ruhiger haben möchten? Ich liebe akustische oder klassische Musik für eine beruhigende Atmosphäre. Tolle Auswahl. Ich finde Instrumentalmusik auch sehr entspannend. Tja, es ermöglicht Ihnen, sich ohne Ablenkung zu konzentrieren. Mal sehen, ob ich eine gute Playlist für uns finde. Eindrucksvoll. Ich freue mich auf eine friedlichere Umgebung. Ich werde dafür sorgen, dass ich etwas finde, das perfekt zur Stimmung passt. Lektion 31. Fakten zum Februar. Hi Anna, wusstest du, dass Februar der zweite Monat des Jahres ist? Hallo John. Ja,
Und es ist interessant, dass es auch der kürzeste Monat ist. Rechts. Es hat nur 28 Tage, außer in Schaltjahren, in denen es 29 hat. Ja, und obwohl es nur kurz ist, fühlt es sich an, als würde der Winter noch andauern. Das stimmt. Wenn der Februar kommt, fühlt es sich oft recht kühl an. Ich liebe den Winter, freue mich aber auch auf den Frühling. Ebenfalls. Es ist schön, nach einem langen Winter Blumen blühen zu sehen. Tja, haben Sie Lieblingsbeschäftigungen im Februar? In diesem Monat genieße ich es mir bei heißen Getränken gemütlich zu machen und etwas zu lesen. Das hört sich herrlich an. Ich schaue gerne Filme, während es draußen schneit. Perfekter Plan. Der Februar mag kurz sein, aber er hat seinen gemütlichen Charme. Lektion 32: Stornierungsgebühren. Hallo Anna, ich habe gerade meine Reisepläne überprüft. Glauben Sie, dass eine geringere Gebühr anfallen könnte, wenn ich innerhalb der Stornierungsfrist ankomme? Hallo John. Ja, in der Regel reduzieren sich die Gebühren, wenn Sie innerhalb einer bestimmten Frist stornieren. Das ist gut zu wissen. Mussten Sie schon einmal eine Reise absagen? Ich habe, es ist immer mühsam, aber das Verständnis der Richtlinien hilft. Genau. Worauf sollten Sie bei den Stornierungsbedingungen achten? Suchen Sie nach flexiblen Optionen und prüfen Sie unbedingt die spezifischen Zeitrahmen. Schlau. Gibt es Unternehmen, denen Sie bei flexiblen Buchungen vertrauen? Ich habe gute Erfahrungen mit denjenigen gemacht, die eine kostenlose Stornierung bis einen Tag vorher anbieten. Das klingt praktisch. Es macht die Reiseplanung weniger stressig. Beruf. Es ist schön, bei der Buchung beruhigt sein zu können. Das werde ich auf jeden Fall bei meiner nächsten Reise im Hinterkopf behalten. Lektion 33: E-Commerce-Einblicke. Morgen. Anna. Haben Sie in letzter Zeit die E-Commerce-Branche verfolgt? Hallo John. Ja, ich habe es tatsächlich im Auge behalten. Es ist faszinierend. Ich stimme zu. Das Wachstum beim Online-Shopping ist beeindruckend. Was fasziniert Sie am meisten? Ich bin neugierig, wie Unternehmen das Kundenerlebnis verbessern. Das ist ein toller Punkt. Personalisierte Einkaufserlebnisse machen einen großen Unterschied. Ja, ich liebe es, wenn Websites Produkte empfehlen, die auf meinen früheren Einkäufen basieren. Ebenfalls. Es fühlt sich an, als ob Sie meine Vorlieben wirklich verstehen. Und der Komfort des Einkaufens von zu Hause aus ist unschlagbar. Absolut. Glauben Sie, dass der stationäre Handel diesen Trend überleben wird? Ich denke, das wird der Fall sein, aber sie müssen sich anpassen und einzigartige Erlebnisse bieten. Das macht Sinn. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich die Branche weiterentwickelt. Lektion 34: Ideen erkunden. Hallo Anna, ich habe gehört, dass du in letzter Zeit einige interessante Ideen hast. Hallo John. Ja, das habe ich. Was möchten Sie konkret erkunden? Ich bin neugierig auf die neuen nachhaltigen Praktiken, die Sie erwähnt haben. Tolle Wahl. Mich interessiert wirklich, wie Unternehmen Abfall reduzieren können. Das ist ein wichtiges Thema. Haben Sie Unternehmen gesehen, die das gut machen? Da einige Marken verwenden recycelte Materialien für ihre Produkte. Beeindruckend. Nachhaltigkeit wird für viele definitiv zu einer Priorität. So, Verbraucher sind sich ihrer Entscheidungen jetzt bewusster. Glauben Sie, dass sich dieser Trend weiter verstärken wird? Ich glaube schon.
Die Menschen legen zunehmend Wert auf umweltfreundliche Optionen. Ich hoffe es. Es ist spannend, über die bevorstehenden positiven Veränderungen nachzudenken. Lektion 35, Teamerfolg. Hallo Anna, ich bin optimistisch, was unser Projekt angeht. Wir sind uns einig, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen können. Hallo John, ich teile Ihr Vertrauen. Ich glaube, wir haben einen starken Plan. Absolut. Ich bin zuversichtlich, dass wir heute mit dem Einsatz aller erfolgreich sein werden. Tja, und Zusammenarbeit erhöht unsere Erfolgschancen wirklich, finden Sie nicht? Definitiv. Der Austausch von Ideen macht unseren Ansatz effektiver. Ja, ich liebe es, wie wir uns gegenseitig austauschen können. Es inspiriert wirklich zur Kreativität. Haben Sie über konkrete Strategien nachgedacht? Ich dachte, wir könnten uns auf unsere Stärken konzentrieren und die Aufgaben entsprechend aufteilen. Das ist eine tolle Idee. Die Nutzung unserer Stärken wird uns helfen, effizienter zu arbeiten. Was? Und wir sollten die Kommunikation offen halten, um etwaige Herausforderungen anzugehen. Sicher. Regelmäßige Check-ins können uns dabei helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Lektion 36, Modefunde. Morgen, Anna. Ich habe das Kleid gesehen, das du erwähnt hast. Es betont Ihren Bauch wirklich wunderschön. Hallo John, das hört sich großartig an. Ich bin froh, dass du es bemerkt hast. Ich denke, es würde großartig an dir aussehen. Haben Sie vor, es anzuprobieren? Ja, ich werde auf jeden Fall ein paar anprobieren und sehen, wie sie passen. So finden Sie es am besten heraus. Haben Sie eine Farbe im Sinn? Ich tendiere zu etwas hellem, vielleicht rot oder türkis. Diese Farben würden wirklich knallen. Ich wette, sie werden fantastisch aussehen. Das, ich möchte etwas, das mir Selbstvertrauen gibt. Vertrauen ist der Schlüssel. Außerdem kann die Ausstattung mit Accessoires einen großen Unterschied machen. Das, ich suche nach passenden süßen Accessoires. Klingt nach einem unterhaltsamen Einkaufsbummel. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was Sie auswählen. Lektion 37, Produktqualität. Hallo Anna, hast du die Qualität der gelieferten Produkte überprüft? Hallo John. Ja, das habe ich. Ich habe bisher eine positive Erfahrung gemacht. Das ist beruhigend. Es ist wichtig, zuverlässige Produkte zu haben. Absolut. Ich schätze es, wenn Unternehmen hohe Standards einhalten. Glauben Sie, dass sich Qualität auf die Kundenbindung auswirkt? Definitiv. Menschen kehren eher zurück, wenn sie der Produktqualität vertrauen. Genau. Es baut einen starken Markenruf auf. Ich denke auch, dass Transparenz bei der Produktbeschaffung hilft, Vertrauen aufzubauen. Sicher. Zu wissen, woher Produkte kommen, ist ein Mehrwert. Ich bin froh, dass wir beide bei unseren Einkäufen Wert auf Qualität legen. Es macht wirklich einen Unterschied in unserer Gesamtzufriedenheit. Lektion 38, Morgenrituale. Hallo Anna, ich habe gerade kurz geduscht und genieße jetzt eine Tasse Kaffee. Hallo John, das klingt beeindruckend. Kaffee steigert wirklich Ihre Energie, nicht wahr? Absolut. Das ist meine liebste Art, den Tag zu beginnen. Hast du eine Morgenroutine? Ich tue. Normalerweise beginne ich mit ein paar Dehnübungen und esse dann einen Smoothie. Das klingt erfrischend. Was gibst du in deinen Smoothie? Ich füge Spinat, Banane und Mandelmilch hinzu. Es ist nahrhaft und lecker. Gute Wahl. Das sollte ich versuchen.
Normalerweise gehe ich nur Kaffee und Toast trinken. Es könnte Spaß machen, es zu verwechseln. Haben Sie darüber nachgedacht, Ihrem Frühstück Obst hinzuzufügen? Das habe ich nicht, aber das hört sich großartig an. Es würde etwas Geschmack und Vitamine hinzufügen. Klar, Abwechslung ist der Schlüssel zu einer gesunden Ernährung. Was ist deine Lieblingsfrucht? Ich liebe Beeren. Sie sind süß und perfekt für Smoothies oder Haferflocken. Beeren sind fantastisch. Sie sind auch voller Antioxidantien. Ich fühle mich inspiriert, morgen ein neues Frühstück auszuprobieren. Lektion 39: Sushi-Abenteuer. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, Sushi zu Hause zuzubereiten. Hallo John, das klingt nach einem lustigen Abenteuer. Glauben Sie, dass es schwierig sein wird, die Sushi-Rollen zuzubereiten? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe einige Tutorials gesehen, aber es sieht etwas knifflig aus. Es kann eine Herausforderung sein, aber Übung macht den Meister. Welche Art Sushi möchten Sie probieren? Ich dachte darüber nach, mit einfachen Gurkenröllchen zu beginnen. Das ist eine tolle Idee. Gurkenröhrchen sind erfrischend und einfach zuzubereiten. Genau. Ich möchte den Dreh rauskriegen, bevor ich komplexere Füllungen probiere. Cleverer Ansatz. Hast du schon alle Zutaten gesammelt? Noch nicht. Ich brauche Sushi-Reis, Nori und etwas frisches Gemüse. Vergessen Sie nicht die Sojasauce zum Dippen. Es fügt einen schönen Geschmack hinzu. Guter Punkt. Ich freue mich darauf, mit dieser Reise zur Sushi-Zubereitung zu beginnen. Lektion 40: Pflanzliche Entscheidungen. Hallo Anna. Ich habe nach Optionen für vegane und pflanzliche Produkte gesucht. Hallo John, das ist großartig. Ich liebe es, wenn Marken den Fokus auf Nachhaltigkeit und Gesundheit legen. Ich auch. Ich denke, es ist großartig für die Umwelt und unsere Gesundheit. Ja, ich habe versucht, mehr pflanzliche Mahlzeiten in meine Ernährung zu integrieren. Das klingt interessant. Welche Gerichte haben Sie in letzter Zeit probiert? Ich habe ein köstliches Kichererbsen-Curry und etwas Gemüsepfanne gemacht. Lecker. Das klingt nahrhaft und sättigend. Haben Sie ein Lieblingsrezept auf pflanzlicher Basis? Es macht mir wirklich Spaß, Linsentacos zuzubereiten. Sie sind aromatisch und einfach zuzubereiten. Linsentacos. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Ich würde das Rezept lieben. Ich schicke es dir. Es ist ein Publikumsliebling, auch für Nicht-Veganer. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Es ist so spannend, pflanzliche Mahlzeiten zu entdecken. Lektion 41: Wartepläne. Hallo Anna, ich plane dieses Wochenende eine kleine Party bei mir zu Hause. Hallo John, das klingt spannend. Wie viele Personen laden Sie ein? Ich denke an 8 Freunde. Ich möchte, dass es gemütlich und lustig ist. Perfekte Nummer. Haben Sie spezielle Themen oder Aktivitäten geplant? Ich dachte über einen Spieleabend nach. Mit den richtigen Spielen kann es ein Riesenspaß werden. Das ist eine tolle Idee. Welche Spiele hast du im Sinn? Ich dachte an Brettspiele und vielleicht auch an ein paar Kartenspiele. Schöne Auswahl. Brettspiele können wirklich alle zusammenbringen. Genau. Außerdem bereite ich ein paar Snacks und Getränke zu, um die Energie aufrechtzuerhalten. Klingt nach einem Plan. Benötigen Sie Hilfe bei den Vorbereitungen? Bei den Snacks könnte ich Hilfe gebrauchen. Möchten Sie etwas mitbringen? Tja, ich kann einen leckeren Dieb machen und Chips mitbringen. Eindrucksvoll. Das wird sicher ein Hit.
Ich kann es kaum erwarten, dass es passiert. Lektion 42. Lokale Sehenswürdigkeiten. Morgen, Anna. Ich suche Empfehlungen für Sehenswürdigkeiten in dieser Gegend. Hallo John. Sir, haben Sie schon das örtliche Museum besucht? Noch nicht. Was ist das Besondere daran? Es zeigt die Geschichte unserer Stadt zusammen mit einigen erstaunlichen Kunstausstellungen. Das klingt faszinierend. Irgendwelche anderen Orte, die Sie vorschlagen würden? Definitiv. Der Botanische Garten ist wunderschön und lädt zum Spazierengehen ein. Ich liebe Gärten. Zu dieser Jahreszeit müssen sie wunderschön sein. Sie, sind, Sie können die Blumen und die friedliche Atmosphäre genießen. Klingt nach einer tollen Möglichkeit, sich zu entspannen. Wie wäre es mit lokalen Sehenswürdigkeiten? Der Leuchtturm ist ein Muss. Es bietet einen atemberaubenden Blick auf die Küste. Worf, das würde ich gerne sehen. Danke für die tollen Vorschläge. Lektion 43. Inselfreuden. Hallo Anna, hast du schon von der Insel gehört, die für ihr Hummeressen bekannt ist? Hallo John. Ja, das habe ich. Es ist berühmt für seine köstlichen Meeresfrüchte. Mir wurde gesagt, der Hummer sei ein kulinarisches Erlebnis. Ptilhof. Touristen können auch viele malerische kleine Fischerdörfer besuchen. Diese Dörfer müssen eine bezaubernde Atmosphäre haben. Haben Sie welche besucht? Ich war letzten Sommer dort. Die Landschaft war atemberaubend und das Essen war spektakulär. Klingt fantastisch. Das würde ich gerne erleben. Irgendwelche Empfehlungen für Restaurants? Direkt am Meer gibt es einen schönen Ort, an dem frisch gefangener Hummer serviert wird. Perfekt. Ich werde das bei meinem Besuch auf jeden Fall überprüfen. Sie werden es nicht bereuen. Es ist eines dieser unvergesslichen Erlebnisse. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Danke für die Tipps. Lektion 44. Kommentare und Bedenken. Hallo Anna. Ich habe einen Kommentar zu dem Artikel hinterlassen, den wir besprochen haben. Es könnte viel besser sein. Hallo John. Das habe ich gesehen. Was hat Ihrer Meinung nach gefehlt? Ich war mir nicht sicher, ob er sich auf den Lesesaal oder die Welt im Allgemeinen bezog. Das ist ein guter Punkt. Klarheit ist beim Schreiben unerlässlich. Hat er Beispiele genannt? Er erwähnte ein paar Punkte, aber sie fühlten sich vage an. Mehr Details hätten geholfen. Der Menschen schätzen konkrete Informationen. Es hat eine stärkere Wirkung. Rechts. Was könnte er Ihrer Meinung nach tun, um seinen Schreibstil zu verbessern? Vielleicht könnte er eine ansprechendere Sprache verwenden und Fragen stellen, um zum Nachdenken anzuregen. Tolle Idee. Fragen können den Leser wirklich fesseln. Sie regen ihn zum Nachdenken an. Da, darüber hinaus kann eine persönliche Note den Inhalt nachvollziehbar machen. Ich stimme zu. Durch das Hinzufügen persönlicher Erfahrungen könnte die Verbindung zum Publikum gestärkt werden. Lektion 45. Richtige Etikette. Morgen, Anna. Ich habe über die richtige Etikette nachgedacht, wenn ich versuche, die Aufmerksamkeit von jemandem zu erregen. Hallo John. Das ist ein wichtiges Thema. Das haben Sie im Sinn. Ich glaube, wenn man jemanden unterbrechen muss, sollte man zuerst Entschuldigung sagen. Beruf. Es ist höflich und zeigt Respekt für das Gespräch der anderen Person. Genau. Waren Sie schon einmal in einer Situation, in der Sie jemand unterbrochen hat? Ja, es kann sich ziemlich unhöflich anfühlen, wenn sie dich nicht zuerst anerkennen. Rechts. Es geht darum, rücksichtsvoll zu sein.
Denken Sie, dass auch die Körpersprache wichtig ist? Definitiv. Nonverbale Hinweise können viel vermitteln, etwa ein sanftes Winken oder Augenkontakt. Guter Punkt. Dadurch kann die Interaktion reibungsloser und freundlicher gestaltet werden. Ich stimme zu. Eine gute Kommunikation ist der Schlüssel zum besseren gegenseitigen Verständnis. Sicher. Ich werde das in sozialen Situationen im Hinterkopf behalten. Lektion 46 Wanderabenteuer. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, bald wandern zu gehen. Hallo John. Wandern klingt auch lustig. Welche Berge kommen für Sie in Frage? Ich dachte an die Blue Ridge Mountains. Sie haben wunderschöne Wanderwege. Oh, ich liebe die. Die Aussicht ist atemberaubend, besonders im Herbst. Genau. Hast du dort einen Lieblingsweg? Ja, der Abschnitt des Appalachian Trail ist fantastisch. Er ist herausfordernd, aber lohnend. Das klingt perfekt. Ich genieße eine gute Herausforderung. Wie lang ist dieser Weg? Die Strecke ist etwa 10 Meilen lang. Sie können aber auch kürzere Abschnitte wählen. Ich könnte mit einem kürzeren beginnen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Zur Wahl. Packen Sie unbedingt ausreichend Wasser und Snacks ein. Ich werde. Ich kann es kaum erwarten, auf die Trails zu gehen und die Natur zu genießen. Lektion 47 Solarlösungen. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, mein Zuhause auf Solarenergie umzustellen. Hallo John. Das ist eine tolle Idee. Solarenergie ist sauber und nachhaltig. Genau. Ich liebe es, dass es meinen CO2-Fußabdruck reduziert. Haben Sie darüber nachgedacht? Ja, gerade bei steigenden Stromkosten ist es eine kluge Investition. Wahr. Darüber hinaus gibt es häufig staatliche Anreize für die Nutzung erneuerbarer Energien. Ja, das kann wirklich helfen, die anfänglichen Kosten auszugleichen. Haben Sie nach Unternehmen gesucht? Ich habe mir ein paar lokale Unternehmen mit guten Bewertungen angesehen. Ich möchte sicherstellen, dass ich mit Bedacht wähle. Das ist klug. Es ist wichtig, zuverlässige Anbieter zu finden. Haben Sie über Installationsmöglichkeiten nachgedacht? Ich denke über eine Leasing-Option nach, um die Vorabkosten zu senken. Das klingt praktisch. Leasing kann eine gute Möglichkeit sein, den Einstieg in die Solarenergie zu erleichtern. Ich stimme zu. Ich freue mich darauf, diese Veränderung für eine nachhaltigere Zukunft herbeizuführen. Lektion 48 Zukunftsziele. Morgen, Anna. Ich habe in letzter Zeit über meine Zukunft nachgedacht. Hallo John. Gibt es Pläne für die Zukunft? Ja, ich habe darüber nachgedacht, mein eigenes Unternehmen zu gründen. Das klingt spannend. An welche Art von Geschäft denken Sie? Ich möchte ein Café eröffnen, das sich auf gesunde und biologische Speisen konzentriert. Das ist eine fantastische Idee. Gesunde Kaffees werden immer beliebter. Genau. Ich denke, dass in unserer Region eine Nachfrage nach frischen, nahrhaften Lebensmitteln besteht. Haben Sie schon über den Standort nachgedacht? Ich schaue auf eine Stelle in der Nähe des Parks. Es würde viel Fußgängerverkehr anziehen. Das ist eine tolle Wahl. Die Menschen lieben es, in der Nähe von Parks zu speisen. Wie sieht Ihr Zeitplan aus? Ich hoffe, dass wir es im nächsten Jahr starten können, wenn alles reibungslos verläuft. Lektion 49 Echtzeitige Antworten. Hallo Anna, ich habe ein Angebot für einen neuen Job erhalten, aber Sie haben innerhalb einer Woche um eine Antwort gebeten. Hallo John. Das ist spannend. Haben Sie sich schon entschieden? Noch nicht. Ich wege die Vor- und Nachteile der Position ab. Das ist klug.
Was sind die Hauptfaktoren, die Sie berücksichtigen? Das Gehalt ist gut, aber ich denke auch an die Work-Life-Balance. Das ist wichtig. Eine gute Balance kann einen großen Unterschied in Ihrem Glück machen. Ich stimme zu. Außerdem möchte ich sicherstellen, dass die Unternehmenskultur gut zu mir passt. Definitiv. Ein positives Umfeld ist der Schlüssel zur Arbeitszufriedenheit. Ich habe vor, aktuelle Mitarbeiter um ihre Erkenntnisse zu bitten. Das ist eine tolle Idee. Berichte aus erster Hand können Ihnen dabei helfen, eine bessere Wahl zu treffen. Ich hoffe, dass ich meine Entscheidung bald treffen kann. Die Zeit tickt. Lektion 50 Pflanzenabenteuer. Hi Anna, wusstest du, dass manche Insekten die Blätter der Pflanzen meiner Mutter fressen? Hallo John. Wiffel, das hört sich mühsam an. Was für Insekten? Hauptsächlich Raupen und Käfer. Sie können ein ziemliches Chaos anrichten. Ich kann es mir vorstellen. Unternimmt Ihre Mutter etwas, um ihre Pflanzen zu schützen? Ja, sie verwendet natürliche Heilmittel wie Mehl, um sie fernzuhalten. Das ist klug. Es ist großartig, natürliche Methoden anstelle aggressiver Chemikalien zu verwenden. Genau. Außerdem baut sie in ihrem Garten Gemüse an. Es ist so lohnend. Welches Gemüse baut sie an? Sie hat Tomaten, Paprika und sogar einige Kräuter wie Basilikum. Frische Kräuter sind das Beste. Sie verleihen Gerichten so viel Geschmack. Sicher. Außerdem ist es schön, selbst angebautes Gemüse zum Kochen zu haben. Ich liebe das. Hausgartenarbeit hat so viele Vorteile, nicht wahr? Absolut. Es ist gesund, nachhaltig und ein tolles Hobby. Lektion 51 Historische Perspektiven. Morgen, Anna. Ich habe darüber gelesen, wie Sträflinge in der Vergangenheit behandelt wurden. Hallo John, das klingt faszinierend. Was hast du herausgefunden? Da den Sträflingen technisch gesehen die Todesstrafe drohte, gab es kaum Bedenken, es ihnen bequem zu machen. Das ist schockierend. Es ist kaum zu glauben, dass sie solch harten Bedingungen ausgesetzt waren. Ich weiß, viele mussten harte Arbeit verrichten, ohne Rücksicht auf ihr Wohlergehen. Es ist eine deutliche Erinnerung daran, wie sich Justizsysteme im Laufe der Zeit entwickelt haben. Genau, einige Reformen begannen im späten 19. Jahrhundert Gestalt anzunehmen. Ja, es war ein Wendepunkt für die Gefängnisreform und die Menschenrechte. Ich frage mich, wie die öffentliche Meinung damals diese Veränderungen beeinflusst hat. Wahrscheinlich eine ganze Menge. Gesellschaftliche Ansichten spielen eine große Rolle bei der Gestaltung von Gesetzen und Behandlung. Es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie sich die Geschichte auf unser aktuelles Justizsystem auswirkt. Lektion 52 Aufstieg des Frauensports. Hi Anna, hast du vom Aufstieg des Frauensports in den 1970er Jahren gehört? Hallo John. Ja, das war eine bedeutende Ära. Was hat den Wandel ausgelöst? Eine der treibenden Kräfte war die Verabschiedung von Titel Römisch IX in den Vereinigten Staaten. Titel Römisch 9 war entscheidend. Es trug dazu bei, Chancengleichheit in Bildung und Sport sicherzustellen. Absolut. Es öffnete vielen Sportlerinnen die Möglichkeit, sich auf einem höheren Niveau zu messen. Das ist inspirierend. Wer waren damals die Vorreiter? Sportlerinnen wie Billie Jean King und Nancy Lopez hatten großen Einfluss auf den Frauensport. Das haben sie wirklich getan. Ihre Leistungen ebneten den Weg für zukünftige Generationen. Genau.
Die in den 70er Jahren gewonnene Dynamik prägt bis heute den Frauensport. Es ist erstaunlich zu sehen, wie weit die Leichtathletik der Frauen seitdem gekommen ist. Sicher. Der Zuwachs an Sichtbarkeit und Unterstützung ist bemerkenswert. Lektion 53: Kulturelle Reflexionen. Hi Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, wie wir manchmal die Franzosen, Deutschen oder Amerikaner beneiden? Hallo John. Ja, das habe ich. Ihre Namen sind nicht mit demselben historischen Gepäck verbunden wie unsere. Genau. Ich frage mich, wie sich das auf ihre Identität und Kultur auswirkt. Ich denke, es gibt ihnen eine andere Perspektive auf Nationalismus und Stolz. Rechts. Sie feiern ihre Geschichte ohne das gleiche Maß an Komplexität. Es ist faszinierend. Glauben Sie, dass das Ihre internationalen Beziehungen beeinflusst? Definitiv. Eine weniger komplizierte Geschichte kann zu einer einfacheren Diplomatie führen. Ich stimme zu. Es ist faszinierend, wie die Geschichte unsere Weltanschauungen prägt. Absolut. Ich wünsche mir oft, wir könnten die Dinge aus einer neuen Perspektive angehen. Klar, es geht darum, aus der Vergangenheit zu lernen und gleichzeitig voranzukommen, nicht wahr? Sicher. Es ist ein heikles Gleichgewicht zwischen der Ehrung der Geschichte und der Einbeziehung in die Zukunft. Lektion 54: Fitnessreise. Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, eine ausgewogene Trainingsroutine zu haben. Hallo John. Das stimmt. Eine gute Routine sollte etwa 1,5 Stunden dauern oder Ja, inklusive Aufwärmen und Abkühlen. Es hilft wirklich, Verletzungen vorzubeugen. Syluf. Welche Arten von Übungen integrieren Sie in Ihre Routine? Ich mag eine Mischung aus Cardio und Krafttraining. Hält die Sache interessant. Das hört sich großartig an. Ich genieße Yoga als Teil meiner Routine für mehr Flexibilität. Yoga ist fantastisch. Es stärkt nicht nur die Flexibilität, sondern hilft auch bei der Entspannung. Ja, es ist auch wichtig für die psychische Gesundheit. Hast du es versucht? Ich habe. Ich finde es erfrischend nach einem langen Tag. Das ist es wirklich. Das Ausbalancieren verschiedener Arten von Übungen ist der Schlüssel zur allgemeinen Fitness. Ich kann nur zustimmen. Es hält Sie motiviert und engagiert auf Ihrer Fitnessreise. Lektion 55: Neuanfänge. Hallo Anna, ich freue mich wirklich auf die bevorstehenden Veränderungen in meinem Leben. Hallo John, das ist großartig. Was passiert? Die Dinge werden so anders sein. Ich beginne einen neuen Job und ziehe in eine neue Stadt. Puff, das klingt nach einem großen Abenteuer. Bist du nervös? Ein bisschen, aber ich bin gespannt, weil ich so viele neue Leute kennenlernen werde. Das ist das Beste daran. Das Knüpfen neuer Kontakte kann zu erstaunlichen Erlebnissen führen. Ich stimme zu. Ich freue mich darauf, neue Orte und Kulturen zu erkunden. Es ist eine großartige Gelegenheit zu wachsen und zu lernen. Habt ihr schon Pläne gemacht? Ja, ich möchte lokalen Gruppen beitreten und an Veranstaltungen teilnehmen, um Leute kennenzulernen. Das ist ein kluger Schachzug. Es wird Ihnen helfen, sich schnell einzuleben und Freunde zu finden. Absolut. Veränderungen anzunehmen ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben, finden Sie nicht auch? Lektion 56: Einkaufsstrategien. Hallo Anna, ich kaufe normalerweise lieber abends ein. Was ist mit dir? Hallo John. Ich gehe gerne morgens einkaufen, wenn es weniger voll ist. Das ist großartig. Allerdings finde ich die Abende entspannter. Irgendwelche Tipps für ein reibungsloses Einkaufserlebnis?
Definitiv. Es hilft, vor der Reise eine Liste zu erstellen. So vergisst du nichts. Tolle Idee. Ohne Liste vergesse ich oft meine wichtigsten Dinge. Versuchen Sie auch, wenn möglich, an Wochentagen einzukaufen. In den Geschäften herrscht meist weniger Betrieb. Ich mag es. Es macht das ganze Erlebnis angenehmer. Außerdem können Sie sich die Zeit nehmen, sich alles anzusehen, ohne sich gehetzt zu fühlen. Genau. Und dann finden Sie diese versteckten Schätze in den Geschäften. Klar, es ist auch schön, mit dem Personal zu reden, wenn es ruhiger ist. Sie können hilfreiche Ratschläge geben. Das werde ich mir merken. Einkaufen soll Spaß machen und kein Ärger sein. Lektion 57. Pflanzeneinkaufsabenteuer. Morgen, Anna, lass uns heute in den Pflanzenladen gehen. Hallo John. Klar, ich brauche Zimmerpflanzen für meine Wohnung. Das hört sich großartig an. Zimmerpflanzen können einen Raum wirklich aufhellen. Das tun sie. Außerdem helfen sie, die Luft zu reinigen. Haben Sie welche im Sinn? Ich denke über die Anschaffung einer Schlangenpflanze nach. Sie sind pflegeleicht und stillvoll. Gute Wahl. Vielleicht bekomme ich eine Friedenslilie. Sie blühen wunderschön und sind pflegeleicht. Ich liebe Friedenslilien. Sie signalisieren auch, wenn sie Wasser brauchen. Das ist praktisch. Ja, es ist eine schöne Erinnerung, sie gesund zu halten. Interessieren Sie sich für eine bestimmte Pflanzenart für Ihren Raum? Ich möchte zur Abwechslung eine Mischung aus Blattpflanzen und einigen blühenden Pflanzen. Das klingt perfekt. Lassen Sie uns noch heute die besten im Shop finden. Lektion 58. Für Veränderungen eintreten. Hallo Anna, hast du über die menschliche Tragödie nachgedacht, die bestimmte Waffen verursachen? Hallo John. Ja, ist herzzerreißend. Was hast du im Kopf? Deshalb wollte ich meinen Beitrag zu einem weltweiten Verbot dieser Waffen herunterspielen. Das ist bewundernswert. Schadensminderung sollte für alle Priorität haben. Genau. Es ist von entscheidender Bedeutung, das Bewusstsein für die Auswirkungen dieser Waffen auf das Leben unschuldiger Menschen zu schärfen. Ich stimme zu. Bildung spielt eine große Rolle bei der Befürwortung von Veränderungen. Ja, sich an Diskussionen zu beteiligen und Informationen auszutauschen, kann dabei helfen, die Perspektiven zu ändern. Es ist wichtig, die Stimmen zu vereinen, um eine Politik voranzutreiben, die Leben schützt. Jede noch so kleine Aktion zählt und gemeinsam können wir etwas bewirken. Syluf, ich bin froh, dass wir diese Gespräche führen. Sie sind entscheidend für den Fortschritt. Ich kann nur zustimmen. Lassen Sie uns weiterhin auf eine bessere Zukunft für alle drängen. Lektion 59. Resortensilien. Hi Anna, wenn es um Gepäck geht, bevorzuge ich ein kompaktes und leichtes für Reisezwecke. Hallo John. Das macht Sinn. Mit leichtem Gepäck zu reisen kann einen großen Unterschied machen. Absolut. Es ist so viel einfacher, sich ohne schwere Taschen fortzubewegen. Außerdem können Sie zusätzliche Gepäckgebühren am Flughafen vermeiden. Genau. Haben Sie einen bestimmten Koffertyp, der Ihnen gefällt? Normalerweise greife ich zu einer Tasche mit weichen Seiten. Es ist flexibel und passt problemlos im Gepäckfächer über dem Kopf. Das ist eine kluge Wahl. Ich bevorzuge Hartschalenmodelle, um meine Sachen besser zu schützen. Guter Punkt. Sie bieten mehr Sicherheit, insbesondere für zerbrechliche Gegenstände. Rechts. Haben Sie schon einmal versucht, Würfel zu packen? Sie helfen dabei, alles ordentlich zu organisieren. Das habe ich nicht, aber ich habe gehört, dass sie großartig sind, um den Platz zu maximieren.
Das sind sie wirklich. Mit ihnen kann ich viel mehr hineinpassen. Es ist ein Gamschana. Lektion 60 Work-Life Balance. Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig eine gesunde Work-Life-Balance für das Wohlbefinden ist. Hallo John, das ist ein entscheidendes Thema. Wie halten Sie Ihr Gleichgewicht? Ich versuche, Grenzen zwischen Arbeit und Privatzeit zu ziehen. Es hilft mir, neue Energie zu tanken. Das ist eine tolle Strategie. Das Abschalten nach der Arbeitszeit ist unerlässlich. Ja, ich nehme mir auch Zeit für Hobbys und soziale Kontakte, was mich glücklich macht. Absolut. Sie an Aktivitäten zu beteiligen, die Sie lieben, kann ein großer Stressabbau sein. Ich stimme zu. Es ist wichtig, dass wir trotz unseres vollen Terminkalenders der Selbstfürsorge Priorität einräumen. Definitiv. Haben Sie bestimmte Aktivitäten gefunden, die Ihnen beim Entspannen helfen? Ich gehe gerne spazieren und lese. Sie helfen mir, meinen Kopf frei zu bekommen. Die sind perfekt. Spaziergänge in der Natur können so erfrischend sein. Ich liebe es auch zu lesen. Es ist eine wunderbare Flucht. Denken Sie daran, Ausgeglichenheit ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Lektion 61 Fair verhandeln. Hallo Anna, bei Verhandlungen ist es wichtig, selbstbewusst und dennoch taktvoll zu sein. Hallo John, ich stimme voll und ganz zu. Wie gehen Sie Verhandlungen an? Den Wunsch nach einer fairen Vergütung drücke ich immer von Anfang an aus. Das ist klug. Eine klare Kommunikation gibt den Ton für das Gespräch vor. Genau. Ich recherchiere auch vorher, um herauszufinden, welchen Wert ich habe. Das ist wichtig. Wenn Sie Ihren Wert verstehen, können Sie effektiv verhandeln. Ja, es ist auch wichtig, auf die Perspektive der anderen Partei zu hören. Definitiv. Es zeigt Respekt und kann zu einem besseren Ergebnis für beide Seiten führen. Genau. Bei jeder Verhandlung ist es von entscheidender Bedeutung, eine gemeinsame Basis zu finden. Haben Sie irgendwelche Erfahrungen gemacht, die Ihnen wertvolle Lektionen im Verhandlungsgeschehen vermittelt haben? Ja, ich habe gelernt, dass Geduld und Klarheit oft zu positiven Ergebnissen führen. Lektion 62 Zirkuspass. Hi Anna, hast du letzte Woche die Zirkusvorstellung gesehen? Hallo John. Ja, das habe ich. Die Hunde trugen lustige Klamotten oder Genau, es war urkomisch. Mir gefiel, wie sie auf Befehl Tricks machten. sie waren so süß. Und die darauf reitenden Affen machten noch mehr Spaß. Ich weiß, es war so unterhaltsam zuzusehen. Hattest du einen Lieblingsakt? Auf jeden Fall die Jongleer-Clones. Sie waren so geschickt und brachten alle zum Lachen. Ich habe sie auch geliebt. Ihre Energie war ansteckend. Die ganze Atmosphäre war unglaublich. Tja, es ist unglaublich, wie viel Freude ein Zirkus den Menschen bereiten kann. Das ist es wirklich. Ich wünschte, wir könnten mehr solcher Auftritte sehen. Vereinbart. Es ist eine großartige Möglichkeit, Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen. Halten wir Ausschau nach dem nächsten. Ich kann es kaum erwarten, wieder dorthin zu fahren. Lektion 63 Wochenendausflug. Morgen, Anna. Ich kann unseren Wochenendausflug kaum erwarten. Hallo John. Doch, es wird eine großartige Gelegenheit sein, sich zu entspannen. Absolut. Sind für die Reise Aktivitäten geplant? Ich dachte an Wandern und vielleicht an den Besuch einiger lokaler Sehenswürdigkeiten. Das klingt perfekt. Frische Luft und Natur tun uns gut. Ja, und wir können auch etwas lokale Küche probieren. Darüber freue ich mich. Ich bin es auch.
Das Entdecken neuer Lebensmittel gehört zu meinen Lieblingsbeschäftigungen beim Reisen. Ebenfalls. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, die Kultur zu erleben. Genau. Ich liebe es, in lokale Traditionen einzutauchen. Diese Reise wird ein fantastisches Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten, neue Erinnerungen zu schaffen. Ich auch. Es wird unvergesslich. Lektion 64. Rücksichtsvolles Verhalten. Hallo Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, was es bedeutet, ein rücksichtsvoller Mensch zu sein? Hallo John. Ja, ich denke, es ist sehr wichtig. Was halten Sie davon? Beispielsweise raucht eine rücksichtsvolle Person keine Zigaretten in Bereichen, in denen dies andere irritieren könnte. Ruf. Auf das Wohlbefinden anderer Rücksicht zu nehmen, zeigt Respekt. Rechts. Es geht darum, sich bewusst zu machen, wie sich unser Handeln auf die Menschen um uns herum auswirkt. Definitiv. Kleine Gesten können einen großen Unterschied bei der Schaffung einer angenehmen Umgebung machen. Genau. Es ist wichtig, erst nachzudenken, bevor wir handeln, insbesondere im öffentlichen Raum. Ich stimme zu. Selbst etwas so Einfaches wie die Reduzierung des Geräuschpeggels ist rücksichtsvoll. Ja, wir alle sollten danach streben, überall eine freundliche Atmosphäre zu schaffen. Gut gesagt. Freundlichkeit trägt wesentlich dazu bei, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Sicher. Lassen Sie uns diese positive Einstellung in unserem täglichen Leben verbreiten. Lektion 65. Pizza vorlieben. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, heute Abend Pizza zu bestellen. Möchten Sie mitmachen? Hallo John. Klar, das hört sich toll an. Haben Sie eine Vorliebe für die Kruste? Ich tendiere zur dünnen Kruste. Es ist so knusprig und lecker. Ich stimme voll und ganz zu. Dünne Kruste ist fantastisch. Ich mag aber auch die normale Kruste für eine zähe Konsistenz. Normale Kruste ist auch gut. Es ist schön, dieses Gleichgewicht zu haben. Also, welches bevorzugen Sie? Ich denke, dass ich mich dieses Mal für die normale Kruste entscheiden werde. Es hält die Belege besser. Guter Punkt. Über welche Toppings denkst du nach? Ich bin ein Fan von Peperoni und Pilzen. Bitte. Ich liebe eine klassische Margherita mit frischem Basilikum und Mozzarella. Das klingt erstaunlich. Lasst uns beides bestellen und eine kleine Pizza-Party veranstalten. Tolle Idee. Ich kann es kaum erwarten, reinzuschnuppern. Lektion 66. Produktivitätssteigerung. Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich bei der Arbeit produktiver sein kann. Hallo John. Das klingt interessant. Welche Ideen haben Sie? Absolut. Ich denke, klare Ziele zu setzen ist wichtig, um konzentriert zu bleiben. Ich stimme zu. Konkrete Ziele helfen uns, unsere Fortschritte effektiv zu messen. Rechts. Auch die Aufteilung von Aufgaben in kleinere Schritte kann dazu führen, dass sie weniger überwältigend wirken. Tja, es ist einfacher, kleinere Aufgaben zu bewältigen und dabei das Gefühl zu haben, etwas erreicht zu haben. Ein weiterer Tipp ist, Ablenkungen zu vermeiden. Haben Sie etwas gefunden, das hilft? Definitiv. Ich verwende Apps, die soziale Medien blockieren, während ich arbeite. Es hält mich auf dem Laufenden. Das ist ein kluger Schachzug. Das sollte ich versuchen. Eine fokussierte Umgebung macht einen großen Unterschied. Tja, mit diesen Strategien können wir unsere Ziele effizient erreichen. Ich bin gespannt, wie viel ich mit diesen Tipps noch erreichen kann. Lektion 67. Europäisches Abenteuer. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, bald eine Reise zu planen. Hallo John. Das klingt spannend. Wohin denkst du zu gehen?
Nun, ich habe auch darüber nachgedacht, ein europäisches Abenteuer zu unternehmen. Europa wäre großartig. Welche Länder stehen auf Ihrer Liste? Ich würde gerne Italien wegen des Essens und der Kultur besuchen und vielleicht Frankreich wegen der Sehenswürdigkeiten. Tolle Auswahl. Vergessen Sie nicht Spanien. Auch die Architektur und das Essen sind dort unglaublich. Absolut. Jedes Land hat seinen eigenen Charme. Waren Sie schon einmal in Europa? Ja, ich war letzten Sommer in Deutschland. Die Geschichte und Landschaften waren atemberaubend. Das klingt wunderbar. Ich würde gerne eines Tages Deutschlands Schlösser erkunden. Das solltest du auf jeden Fall. Es ist, als würde man in ein Märchen eintauchen. Wann planen Sie zu gehen? Ich hoffe, dass ich im nächsten Frühling hinkomme. Es wäre der perfekte Zeitpunkt, um alles blühen zu sehen. Lektion 68. Nachhaltige Entscheidungen. Hallo Anna, ich habe über die Vorteile einer pflanzlichen Ernährung gelesen. Hallo John. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist auch besser für unsere Gesundheit und die Umwelt. Genau, die Reduzierung des Fleischkonsums kann unseren CO2-Fußabdruck verringern. Darf. Außerdem ermutigt es uns, neue Rezepte mit Gemüse und Getreide auszuprobieren. Ich liebe es, mit verschiedenen Zutaten zu experimentieren. Haben Sie in letzter Zeit neue Rezepte ausprobiert? Ich habe letzte Woche einen köstlichen Quinoa-Salat mit geröstetem Gemüse gemacht. Das klingt erstaunlich. Ich hatte vor, Quinoa zu probieren. Wie war es? Es war fantastisch. Die Aromen harmonieren wirklich gut und es ist so nahrhaft. Das sollte ich auf jeden Fall versuchen. Mehr Grünzeug zu essen ist ein großes Ziel. Pfiluh, lassen Sie uns einige Rezepte teilen. Es könnte Spaß machen. Ich bin dabei. Gesundes Kochen kann gemeinsam ein tolles Abenteuer sein. Lektion 69. Spaß und Erinnerungen. Morgen, Anna. Ich freue mich so sehr auf unsere Reise dieses Wochenende. Hallo John. Doch, wir werden so viel Spaß haben und viele Fotos machen. Definitiv. Erinnerungen festzuhalten ist einer der schönsten Aspekte des Reisens. Ich stimme zu. Außerdem können wir diese Momente später mit unseren Freunden teilen. Genau. Haben Sie einen Plan, welche Sehenswürdigkeiten wir sehen sollten? Ich denke, ein Besuch des lokalen Marktes wäre großartig. Es gibt so viele leuchtende Farben. Tolle Idee. Und wir können auch etwas Streetfood probieren. Darf, ich liebe es, lokale Küche zu probieren. Es ist so ein leckeres Erlebnis. Packen wir unbedingt unsere Kameras ein. Wir wollen keinen Moment verpassen. Lektion 70. Gemeinsam kochen. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, dieses Wochenende einen Kochabend zu veranstalten. Hallo John. Das klingt nach einer tollen Idee. Es ist eine unterhaltsame und leckere Art, Zeit miteinander zu verbringen. Genau. Wir können versuchen, ein paar neue Gerichte zuzubereiten. Was denken Sie? Das würde mir gefallen. Vielleicht könnten wir hausgemachte Pizzen machen. Das ist großartig. Wir können sie mit unseren Lieblingszutaten individuell gestalten. Darf, ich bringe frisches Gemüse mit und du kannst den Käse mitbringen. Okay. Handeln. Es wird Spaß machen, unsere eigenen einzigartigen Pizzen zu kreieren. Ruf. Außerdem können wir sie genießen, während wir uns anschließend einen Film ansehen. Das ist ein toller Plan. Ich kann es kaum erwarten, unsere Kreationen zu probieren. Lektion 71. Lokale Herausforderungen. Morgen, Anna. Ich habe kürzlich einen interessanten Artikel über Landnutzungskonflikte gelesen. Hallo John. Wie viel? Was stand da?
Darin wurde der Widerstand mächtiger lokaler Grundbesitzer erwähnt. Diese Männer, die man Barone nannte, widersetzten sich möglicherweise Veränderungen. Das ist faszinierend. Es ist oft schwierig, wenn wirtschaftliche Interessen mit den Bedürfnissen der Gemeinschaft kollidieren. Genau, es ist ein komplexes Thema, das das Leben vieler Menschen betrifft. Tja, es ist von entscheidender Bedeutung, ein Gleichgewicht zwischen Entwicklung und Erhaltung zu finden. Ich stimme zu. Gemeinden sollten bei Entscheidungen, die sich auf ihr Land auswirken, ein Mitspracherecht haben. Beruf. Es ist wichtig für nachhaltiges Wachstum und lokales Wohlergehen. Ich bin froh, dass wir diese Themen diskutieren. Sie sind wichtig für unsere Zukunft. Lektion 72. Frühstücksgespräche. Hi Anna, hast du heute gefrühstückt? Hallo John. Ja, ich hatte Toast und Kaffee. Es war ein schöner Start in meinen Morgen. Das klingt gemütlich. Ich hatte Haferflocken mit Früchten. Es ist meine liebste gesunde Option. Haferflocken sind großartig. Ich liebe es, meinem Gericht Beeren hinzuzufügen, um es etwas süßer zu machen. Genau. Die Beeren machen es köstlicher und nahrhafter. Frühstücken Sie normalerweise? Ich versuche es. Es hält meine Energie den ganzen Morgen über aufrecht. Was ist mit dir? Ebenfalls. Ohne Frühstück kann ich nicht gut funktionieren. Es stärkt wirklich meine Konzentration. Tja, außerdem ist es schön, vor Beginn des Tages einen Moment der Entspannung zu haben. Ich stimme zu. Manchmal lese ich sogar gerne, während ich esse. Es macht das Frühstück zu etwas Besonderem. Das ist eine schöne Idee. Damit sollte ich auch anfangen. Es klingt friedlich. Definitiv. Es gibt eine positive Stimmung für den kommenden Tag vor. Lektion 73. Freunde feiern. Morgen, Anna. Ich erinnerte mich an Hochzeiten, an denen wir kürzlich teilgenommen haben. Hallo John. Wirklich. Was hast du im Kopf? Ich erinnere mich, dass ich vor 2 Jahren auf Janis Hochzeit war. Es war wunderschön. Jans Hochzeit war wunderschön. Ich habe die Dekoration und die fröhliche Atmosphäre genossen. Ja, und letztes Jahr war ich auf Jones Hochzeit. Das war ein ziemliches Abenteuer. Ich habe gehört, dass Johns Hochzeit Spaß gemacht hat. Hatten Sie einzigartige Traditionen? Das haben sie. Sie hatten diesen tollen Danzow, der alle mit einbezog. Das klingt nach einem Riesenspaß. Es ist toll, wenn Hochzeiten interaktive Elemente haben. Absolut. Es bringt wirklich alle zusammen und macht es unvergesslich. Ich stimme zu. Bei Hochzeiten geht es darum, Liebe und Freundschaft zu feiern. Genau. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächste Hochzeit gemeinsam besuchen. Lektion 74. Homes Betome. Hi Anna, hast du angefangen, dein Haus für die Feiertage zu dekorieren? Hallo John. Ja, wir dekorieren innen und außen. Es ist so eine fröhliche Zeit im Jahr. Das hört sich herrlich an. Was hängen Sie normalerweise draußen auf? An der Außenseite des Hauses haben wir bunte Lichter und einen festlichen Kranz an der Tür angebracht. Das ist schön. Ich liebe es, während der Feiertage alle beleuchteten Häuser zu sehen. Tja, drinnen hängen wir Schmuck an den Baum und hängen Girlanden auf. Klingt nach einer gemütlichen Atmosphäre. Haben Sie ein Lieblingsornament? Tja, ich habe einen kleinen Schneemann, den ich in der Schule gemacht habe. Es ist etwas Besonderes für mich. Das ist wunderbar. Handgefertigte Dekorationen haben immer einen besonderen Charme. Besuch. Sie erzählen eine Geschichte und wecken jedes Jahr aufs neue Erinnerungen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie deine Dekorationen aussehen.
Lektion 75. Chroniken von Orthoproblemen. Morgen, Anna. Ich habe gehört, dass du kürzlich ein Problem mit deinem Auto hattest. Hallo John. Ja, es war ein ziemliches Abenteuer. Jetzt habe ich einige Geschichten zu erzählen. Zumindest haben sie jetzt ihre eigenen Autoproblemgeschichten, die sie teilen können. Was ist passiert? Nun, eines Morgens sprang mein Auto nicht an und ich blieb in der Einfahrt stecken. Oh nein, das klingt frustrierend. Konnten Sie das Problem beheben? Glücklicherweise half ein Nachbar, der Batterie Starthilfe zu geben. Es war eine Erleichterung. Das ist großartig. Es ist schön, hilfsbereite Nachbarn zu haben. Irgendwelche anderen Autounfälle? Ja, ich hatte letzten Monat auch einen Plattenreifen. Ich musste einen Abschleppwagen rufen. Wo? Das ist ein harter Monat für Ihr Auto. Ich hoffe, dass es jetzt besser wird. Sissel, ich bin jetzt einfach besonders vorsichtig bei der Wartung. Kluger Schachzug. Wenn Sie Ihr Auto in gutem Zustand halten, können Sie sich viel Ärger ersparen. Lektion 76. Umweltfreundliche Entscheidungen. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie wir umweltfreundlicher sein können. Hallo John. Ja, das ist ein tolles Thema. Was haben Sie im Sinn? Ich habe gelesen, dass es auch einen großen Unterschied machen kann, kurze Strecken zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen, statt mit dem Auto. Tiluf. Es reduziert die Umweltverschmutzung und ist gut für unsere Gesundheit. Genau. Außerdem hilft es uns, unsere Umgebung besser zu schätzen. Ich liebe das. Bei schönem Wetter gehe ich oft zu Fuß zum Laden, anstatt mit dem Auto zu fahren. Das ist eine tolle Angewohnheit. Fahren Sie auch Fahrrad? Was war? Radfahren macht Spaß und ist ein fantastisches Training. Das ist es wirklich. Irgendwann sollten wir einen Fahrradtag einplanen. Lektion 77. Geschenkideen. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, meinem Bruder ein Geschenk zum Geburtstag zu besorgen. Hallo John. Das klingt spannend. Was haben Sie im Sinn? Ich dachte, eine schöne Uhr wäre eine tolle Idee. Was denken Sie? Ein Ruhe ist ein fantastisches Geschenk. Es ist sowohl praktisch als auch stilvoll. Genau. Außerdem konnte er es sowohl für die Arbeit als auch für Freizeitausflüge verwenden. Bevorzugt er einen bestimmten Stil? Mögen Sie sportlich oder klassisch? Normalerweise tendiert er zu klassischen Stilen, liebt aber auch ein bisschen Sportlichkeit. Wie wäre es mit einer Uhr, die beides vereint? So passt es zu jedem Anlass. Das ist ein toller Vorschlag. Ich werde nach etwas Vielseitigem suchen. Perfekt. Sie können auch seine Lieblingsfarben berücksichtigen, um es persönlicher zu gestalten. Ja, persönliche Details machen Geschenke immer zu etwas Besonderem. Danke für die Ideen. Lektion 78. Fernsehzeit. Morgen, Anna. Ich habe mir in letzter Zeit mehrere verschiedene Sendungen gleichzeitig angeschaut. Hallo John. Das hört sich lustig an. Mit welchen Shows jonglierst du? Ich schaue mir gleichzeitig ein Drama, eine Komödie und eine Naturdokumentation an. Wuff, das ist eine ganz schöne Mischung. Fällt es Ihnen schwer, den Überblick über die Handlung zu behalten? Manchmal. Aber es bleibt interessant. Meine Mutter lässt mich allerdings nicht zu viel zuschauen. Ich verstehe. Ausgewogenheit ist wichtig. Wie entscheidet sie, dass viel zu viel ist? Normalerweise möchte sie nur, dass ich mich zuerst auf meine Schulaufgaben konzentriere. Das macht Sinn. Haben Sie unter den Sendungen Favoriten gefunden? Ja, die Komödie ist mein Favorit. Es bringt mich immer zum Lachen. Daran ist das Beste. Vielleicht können Sie es mir empfehlen, wenn Sie fertig sind.
Definitiv. Ich würde es gerne mit Ihnen teilen. Lektion 79, Frühlingswunder. Hallo Anna, ist dir aufgefallen, wie der Frühling verschiedene Tiere und Vögel mit sich bringt? Hallo John. Ja, ich liebe es, wie lebendig alles im Frühling wird. Es ist faszinierend. Ich habe gelesen, dass Tiere und Vögel sich von anderen Teilen der USA unterscheiden. Das stimmt. In Texas gibt es zum Beispiel den gepanzerten Insektenfresser, der ziemlich einzigartig ist. Ja, davon habe ich gehört. Sie haben so interessante Überlebensanpassungen. Ja, und auch die Vielfalt der Vögel, die im Frühling ziehen, ist erstaunlich. Es macht mir immer Spaß, die Rückkehr der Vögel zu beobachten. Hast du einen Lieblingsvogel? Ich liebe Kardinäle. Ihre leuchtend rote Farbe sticht besonders im Kontrast zu den grünen Bäumen hervor. Sie sind wunderschön. Ich genieße es, sie meinen Hinterhof besuchen zu sehen. Der Frühling bringt wirklich das Beste aus der Natur zum Vorschein, nicht wahr? Absolut. Es ist eine wunderbare Erinnerung an Erneuerung und Leben. Lektion 80, Traumziele. Hi Anna, hast du mit der Recherche für unsere Reise begonnen? Hallo John. Ja, ich habe mir einige tolle Orte angesehen. Großartig. Ich kann dieses Abenteuer kaum erwarten. Es wird unvergesslich sein. Liluf, haben Sie ein Traumziel vor Augen? Ich habe darüber nachgedacht, die Strände in Thailand zu erkunden. Was denken Sie? Das klingt unglaublich. Die Strände dort sind atemberaubend und sehr entspannend. Ja, außerdem habe ich gehört, dass das Essen köstlich ist. Haben Sie sich irgendwelche Aktivitäten angeschaut? Ich habe einige Schnorchelplätze gefunden, die atemberaubend aussehen. Schwimmen mit Fischen würde Spaß machen. Ich bin dabei. Wir sollten auch einige lokale Märkte nach Souvenirs erkunden. Definitiv. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Kultur zu erleben. Ich kann mir schon vorstellen, wie wir die Sonne genießen und das lokale Essen genießen. Lektion 81, Staatenschmutzung. Morgen, Anna. Ich habe über die Umweltverschmutzung in amerikanischen Städten gelesen. Hallo John. Ja, es ist ein bedeutendes Problem. Was hast du herausgefunden? Es wird hauptsächlich durch Kraftfahrzeuge verursacht. Die Abgase von Autos tragen erheblich dazu bei. Das stimmt. Es beeinträchtigt die Luftqualität und kann unserer Gesundheit schaden. Genau. Einige Städte versuchen, den öffentlichen Nahverkehr zu fördern, um dies zu reduzieren. Das ist ein kluger Schachzug. Radfahren und Wandern sollten ebenfalls gefördert werden. Ja, es ist besser für unsere Umwelt und trägt auch dazu bei, Verkehrsstaus zu reduzieren. Ich stimme zu. Außerdem sind Wandern und Radfahren gut für unsere Gesundheit. Definitiv. Wir sollten uns auch für mehr Grundflächen in den Städten einsetzen. Lektion 82. Navigieren durch die Stadt. Hallo Anna, wenn wir die Stadt besuchen, brauche ich Hilfe bei der Navigation. Hallo John. Karl, was müssen Sie wissen? Können Sie mir auch sagen, wo ich in die Innenstadt aussteigen kann? Natürlich. Wenn Sie mit der U-Bahn fahren, sollten Sie an der Main Street Station aussteigen. Großartig. Ist es von dort aus leicht zu finden? Ja, folgen Sie einfach den Schildern und Sie werden die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in der Nähe sehen. Perfekt. Mir gefällt, wie bequem man mit öffentlichen Verkehrsmitteln die Gegend erkunden kann. Ja, außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, mehr von der Stadt zu sehen. Ich kann es kaum erwarten, es zu erkunden. Haben Sie Orte im Sinn, die Sie unbedingt gesehen haben müssen?
Besuch. Wir sollten uns das Kunstmuseum und den örtlichen Park ansehen. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich auf unser Stadtabenteuer.